Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast. Liebe Biene, Lieber Benny, freue mich hier zu sein. Heute beleuchten wir dein Leben etwas und deinen Weg als Medium und deinen spirituellen Weg. ja, Und etwas sehr Persönliches. sehr, sehr persönlich. Hm. Mal schauen, was du gern teilen möchtest. Und ich denke, da fangen wir doch mal am besten in deiner Kindheit an. Ja, ist natürlich für mich ein sehr persönliches Thema, so wie du es schon gesagt hast. Und wir haben uns ja vorher ein bisschen unterhalten. Es gibt einfach auch Leute, die sagen, ich erzähle nie was Persönliches. Und so ist es eigentlich entstanden. Und ich glaube, was könnte persönlicher sein als mein spiritueller Weg. Und der beginnt tatsächlich in der Kindheit. Also ich bin in eine Familie hineingeboren worden, die ich wurde sehr frei erzogen, sehr liebevoll. Also das, was jetzt so viele andere Menschen prägt in ihrer Kindheit, was sie Schlimmes erleben oder so, das musste ich Gott sei Dank nicht erleben. Und ich hatte einen Vater, der, ich möchte jetzt nicht sagen spirituell war, das glaube ich jetzt nicht, aber er war sehr offen für alles, was im Leben passiert, hat viel gezaubert, war ein Zauberer. Und das Mystische, was mit einem Zauber einhergeht, das habe ich als Kind schon erlebt. Er hat jeden Tag gezaubert. Und er hat mir auch viel erzählt. Wir waren dann auch immer in einem Zauberwald. Und er hat mir dann erzählt, wo die Naturgeister schlafen, wo man die Eingänge findet. Ja, hat einfach, also das war schon, glaube ich, jetzt mal sehr prägend für mich. Und dann gab es ja diese Stimme, die zu mir gesprochen hat, die Frau Knopf. Die Frau Knopf, das wäre jetzt mir schon fast nicht mehr eingefallen. Und die Frau Knopf hat mir viele, viele Dinge erzählt. Heute weiß ich, dass es Eschka war. Und es war halt damals sehr kindgerecht. Also hätte sich Eschka als Eschka und geistiges Wesen bei mir gemeldet als Kind. Wir sprechen hier von, da war ich noch nicht in der Schule. Also hätte ich das nicht nehmen können. Und hat sich mir als Frau Knopf vorgestellt. Und ich glaube deshalb als Frau Knopf, weil ich als ganz kleines Kind schon immer gern Sachen genäht habe. Oder also ich habe mich für Stoffe und für Knöpfe interessiert. Und deshalb, glaube ich, hat sie Frau Knopf gesagt. Und die Frau Knopf hat mir halt so einiges schon erzählt, ganz kindgerecht. Und mich darauf vorbereitet, in kindlichen Worten, dass in mir anscheinend etwas ist, was irgendwie bei anderen Kindern nicht so ausgeprägt ist. Also das habe ich natürlich nicht verstanden, und habe es halt immer meinen Eltern erzählt, was diese Frau Knopf mir sagt. Und meine Eltern waren Gott sei Dank so, dass sie die Frau Knopf willkommen geheißen haben in dieser Familie. Also die haben dann tatsächlich auch immer gefragt, was hat die Frau Knopf gesagt und war Frau Knopf wieder da oder möchte Frau Knopf auch was trinken. Also Frau Knopf war ein Teil unserer Familie. Vielleicht waren deine Eltern ja auch begeistert davon, was Frau Knopf zwischendurch gesagt hat. Das weiß ich jetzt, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sagen, aber ich habe viel mit Frau Knopf dann gesprochen, wo ich etwas älter wurde und in die Schule gegangen bin. Da ist mir aufgefallen, also ich konnte das wahrscheinlich schon vorher, aber da wurde es mir nicht bewusst. Bewusst wurde es mir in der Schule, dass ich eben das Lichtfeld oder die Aura von Kindern sehen kann, von Menschen sehen kann. Und lange Zeit habe ich mir eben gedacht, das kann jeder, aber es konnte halt nicht jeder. Und da habe ich vieles nicht so wirklich verstanden. Und das waren jetzt so Gespräche mit Frau Knopf. Und ja, also so war jetzt meine Kindheit. Und ansonsten war das eine ganz normale Kindheit oder eine Jugend, die jeder Mensch auf seine eigene individuelle Art und Weise lebt. Aber man kann schon wirklich sagen, ein sehr getragenes Elternhaus mit sehr viel Entwicklungsraum und also wirklich sehr fürsorglich auch. Ja, gerade das mit dem Zaubern auch. Also
das war jetzt nicht etwas, was so mal nebenbei geschehen ist, sondern mein Papa hat wirklich gezaubert. Und ich war auch lange Zeit der Überzeugung, er ist wirklich ein Zauberer. Ja, und allein das zählt ja, dass du Genau, mit dieser Offenheit genau. leben konntest. Ja, und meine Eltern waren grundsätzlich sehr offen, die sind sehr viel weggegangen, haben sehr viel getanzt, haben Partys gefeiert in unserem Haus und so. Also es war schon ein bisschen anderes Elternhaus. Also das muss ich jetzt schon sagen. Aber es war jetzt kein spirituelles Elternhaus. Ja. Also in dem Sinn, Also, dass man spirituell erzogen wird. Also das war es jetzt nicht. Und jetzt mache ich einfach einen Sprung. Da war ich, weiß gar nicht, um die 20, also so 2 Jahre hin oder her, wo ich die erste Begegnung mit meinem Lehrer hatte, der mich durch mysteriöse Umstände, die ich bis heute nicht ganz begreife, gefunden hat und sozusagen mir in Auftrag gegeben hat, ich soll da hinkommen. Also ich soll zu einem gewissen Punkt kommen und soll mich dann da mit ihm treffen. Und ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Also gar nicht. Also das war wirklich, ich wusste es überhaupt nicht. Das ging über einen anderen Menschen, der mir erzählt hat, was ja vollkommener Blödsinn war, aber ich kann es jetzt nur so erzählen, wie es halt mir damals zugetragen wurde. Also da will dich jemand sehen, der sagt von sich, er ist Gott. Und heute weiß ich natürlich die Göttlichkeit, also die wir alle in uns tragen, aber damals war dieser Ausdruck halt so. Und ich war weder religiös noch spirituell, also im Sinne von, dass ich mich da wirklich mehr damit beschäftigt habe, aber das war so eine krasse Aussage eigentlich, dass es meine Neugier auch geweckt hat. Und ich weiß es noch wie heute, ich bin dann da hingegangen und habe mich auch hübsch gemacht, habe mir gedacht, ja, also für den Gott, den ich da jetzt treffe, mache ich mich mal besonders hübsch und bin dann da hingegangen und das war ein großes Haus und da war ein großer Garten und in dem Garten war ein Mensch gekniet und hat Gartenarbeit gemacht in einem Jogginganzug und ich habe dann gesagt, ja, also ich bin hier verabredet und da. Und dann sagte er, ja, ich weiß, komm mit. Also ich war wirklich so verdattert, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass der das ist. Gell? Und dann sind wir da reingegangen, mir war schon mulmig zumute. Mein Herz hat auch geklopft und habe mir gedacht, okay, was passiert jetzt hier? Ist ja auch, also wenn man es heute rückwirkend betrachtet, gell? Einfach auch, du gehst zu einem fremden Mann in ein fremdes Haus und aber so habe ich nicht gedacht. Also mir war einfach nur mulmig, was passiert jetzt da? Und dann haben wir Platz genommen an einer Tafel, an einer großen Tafel und in der Mitte stand eine Kerze und die hat er angezündet und hat gesagt, das Licht ist entzündet. Und dann ist er aufgestanden und ist rausgegangen. Und ich bin da sitzen geblieben und habe gedacht, okay, und jetzt? Was ist jetzt los und so? Und das waren die Anfänge mit meinem Lehrer. Also heute weiß ich, es ist einer der größten Avatare auf diesem Planeten. Und er hat viele Schüler, unter anderem auch Sai Baba und Eileen Caddy, ausgebildet und eben auch mich. Und das war von seiner Energie her ein eher wortkarger und auch strenger Lehrer. Und bei dem war ich über 20 Jahre. Also nicht immer und fortwährend, aber immer wieder. Und angefangen hat das alles mit einem Kurs im Wundern, den ich mit ihm zusammen gemacht habe. Und ja, und dann hat er halt viel Ausbildung also viel verlangt von mir. Und ich wusste eigentlich gar nicht warum. Und auch das, wenn ich heute zurückblicke,
ich meine, natürlich habe ich ab und zu mal gefragt, warum eigentlich, was ist das alles und so. Der hat mir nie eine Antwort gegeben. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich musste immer schreiben, schreiben, schreiben. Und es waren schon die ersten Channelings eigentlich. Das habe ich heute alles noch, was ich da geschrieben habe. Und irgendwann, um das jetzt nicht so sehr in die Länge zu ziehen, hat er mal zu mir gesagt, du wirst ein Medium sein, ein Medium der neuen Zeit. Und dann ich weiß noch, dass ich mir dann gedacht habe, ich soll im Fernsehen arbeiten oder beim Radio oder was. Also ich war völlig, ich wusste überhaupt gar nicht, was Also der du da warst schon mit einfach meint. Jahre bei ihm in der Ausbildung auf irgendeine Art und Weise und hast am Ende immer eigentlich noch gar nicht gewusst, was du da eigentlich überhaupt Genau, tust. ganz So ungefähr. Also er hat zum Beispiel gesagt, ich darf keine Bücher lesen, hat mir also mit Ein Kurs im Wundern, ich musste sehr viele Übungen vollziehen, so, habe auch immer alles brav gemacht und ich weiß, kann dir das heute auch nicht mehr beschreiben, das ist auch jenseits jeden Verstandes, dass man sagt, ja, du hast gar nicht gewusst, also das klingt ja unglaubwürdig, aber es war tatsächlich so. Ich wusste es nach Jahren immer noch nicht und ich wusste noch nicht mal, was es heißt, ein Medium zu sein. Das wusste ich nicht. Also ich dachte wirklich, das hat etwas mit Fernsehen oder so zu tun. Und später wusste ich es dann natürlich. Also hat er mir dann natürlich irgendwann mal erklärt. Und dann weiß ich noch, dass er irgendwann mal zu mir gesagt hat, und zu dir werden die Menschen über die Meere und über die Berge, werden die Menschen dich aufsuchen. Und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, Gott, was redet der denn da? Ja? Also ich konnte es mir halt einfach alles überhaupt nicht vorstellen. Und irgendwann hat er dann gesagt, du wirst Stimmen hören, es werden lichte Wesen zu dir sprechen. Also das ist jetzt alles sehr verkürzt, gell? Da kam noch, dass er irgendwann mal kam und musste ich Behandlungen geben und wusste gar nicht, was eigentlich und so. Also da war viel dazwischen noch. Wie war es denn eigentlich? Das waren ja dann im Prinzip 20 Jahre, die du mit ihm verbracht Ja. hast. Aber es war ja nicht so, dass du bei ihm in seinem Ashram warst, sondern du warst Nein. immer wieder zu Hause, Ja. bist dann wahrscheinlich immer gerufen worden, kann das sein? Ja, Oder? genau. Und warst dann mal einen Tag da oder mal mehrere Tage? Ja, Oder wie ist das ja, abgelaufen? genau. Also mal Wochen, mal Tage, mal ein Tag. Und ich habe dann in dieser Zeit meine Ausbildungen, also meine normalen Ausbildungen gemacht als Heilpraktikerin und habe auch sehr viel gemacht mit Familientherapie in Familienstellen und so und habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann schon als Familientherapeutin gearbeitet und hatte schon eine Praxis und ich weiß, da kam er dann mal und hat Leute mitgebracht und hat gesagt, und jetzt wirst du behandeln. Und ich wusste überhaupt gar nicht, was der meint. Also das war wieder etwas Neues. Also so. Und einmal, also das war schon dann am Schluss, hat er mal eine ganze Gruppe von meinen Kunden mit mir zusammen eingeladen in seinem Ashram und da sind wir dann hingefahren und da hat er dann den Leuten erzählt, wer ich bin. Und Also wer du bist? Wer ich bin. Und damals war ich auch noch sehr schüchtern, das war nicht einfach für mich. Und naja, und dann irgendwann war es tatsächlich so, dass ich diese Stimmen gehört habe und war auch total verwirrt, weil das konnte ich gar nicht so auseinanderhalten. Und da kam er dann und hat gesagt, du musst eine Stimme rufen. Und das habe ich dann gemacht. Das war Kuthumi. Und so hat das eigentlich alles angefangen. Also er hat mir dann noch viel von Eileen Caddy erzählt und von Fintorn und irgendwann hat er dann mal gesagt, so und jetzt ist es beendet. Deine Schulung ist beendet und du wirst bald deinen Auftrag
finden. Und dann war er weg. Und dann habe ich ein Seminar in Familienstellen gegeben. Und nach dem Seminar waren alle weg und wie es halt so ist, man setzt sich hin und atmet mal durch und war anstrengendes Seminar. Und da hat sich Cryon gemeldet. Das erste Mal. Das allererste Mal. Ich kannte Cryon nicht, das war mir überhaupt kein Begriff. Ich wusste nicht, also es war mir völlig neu. Und der hat mir erzählt von den 48 Schritten. Und in der Tiefe meiner Seele, also ich habe mich ja entscheiden können, ja. In der Tiefe meiner Seele hat es vielleicht einen Atemzug gedauert und ich habe mich schon entschieden, aber im alltäglichen Leben war das nicht so einfach. Also ich hatte gerade eine Praxis, also ein Kurs angefangen, der ein halbes Jahr gedauert hat und es war das erste Mal auch so weit, dass ich so gut leben konnte von meiner Praxis und alle finanziellen Sorgen, die man so hat, wenn man sich selbstständig macht, die hatte ich zu dem Zeit Gott sei Dank hinter mir lassen können, waren schwere Zeiten am Anfang und wusste aber, wenn ich das mache, muss ich alles andere aufgeben. Also ich muss den laufenden Kurs absagen, kann nicht mehr als Familientherapeutin arbeiten, also ich muss mich dem widmen, was mein Auftrag ist. Und habe das dann gemacht und konnte mir nicht vorstellen, was daraus entsteht. Also ich weiß ja, dass zu früheren Zeiten, heute nicht mehr, heute machen das die Leute nicht mehr, aber ganz früher war das schon oft ein Thema, das macht sie alles nur wegen am Geld. Du hattest ja damals auch eine Reiki-Schule, die erste Reiki-Schule gegründet gehabt, ne? Genau, das war die halbes Jahr Ausbildung mit Gesprächstherapie und Familienstellen und alles. Und also damals, wo die Leute das dann noch gesagt haben, ja, macht ja eh nur wegen am Geld und so, ganz sicher nicht. Die Antriebsfeder kann gar nicht Geld gewesen sein, weil ich keins verdient habe. Ja. Also, und ich mir auch nicht wusste, also ich habe die ersten 5 Schritte gechannelt. Die ersten 5 Schritte der 48 Schritte. Genau. Und wusste auch gar nicht, was da noch kommt oder wie sich das verbreiten sollte oder wie auch immer. Und hatte dann auch schon wieder große Existenzsorgen. Klar, du musst deine Miete zahlen. Also deswegen verstehe ich auch die Leute, die oftmals so Existenzängste haben. Aber es hat sich eben gezeigt, dass es richtig war. Haben wir schon mal geredet, auch es hat sich auf jeden Kontinent verbreitet, ziemlich schnell. Erst in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber dann in der ganzen Welt. Und das ohne Social Media. Und das konnte ich ja gar nicht bewerben. Also wie hätte ich das bewerben sollen? Und das Einzige, was ich machen konnte, war, dass ich damals in einem Lichtfokus eine Anzeige gesetzt habe. Das wurde mir dann verboten. Und dann hatte ich gar keine Möglichkeit mehr. Und trotzdem hat sich's verbreitet. Über jeden Kontinent. In ganz vielen Ländern auf dieser Erde mit ganz vielen Sprachen. Und das ist ein Wunder. Und es zeigt mir, wie Energien funktionieren. Also wie eine Wahrheit sich ihren Weg sucht. Das finde ich unglaublich. Also das ist mir heute noch, also wenn ich drüber spreche, kommen so viele Erinnerungen, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wie sich das verbreitet hat. Ja, das ist so mein Weg. Und ich hatte natürlich immer wieder auch so bestimmte Begegnungen. Da hatte ich meine Praxis noch gar nicht, war jetzt auch mit meinem Lehrer, also noch in dieser Schulung, in dieser Ausbildung, aber bin völlig, ohne dass ich irgendwie an irgendetwas anderes gedacht hätte, in ein Landkaufhaus gegangen, um eine Leine für meinen Hund zu kaufen. Und gehe in dieses Geschäft rein und frage so einen kleinen Mann, der anscheinend der Chef war, wo es denn die Hundeleinen gibt. Und der fasst mich so an und sagt, also wollte halt sagen, da geht's lang, und fasst mich so an oder klopft auf meinem Arm. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber es war auf jeden Fall eine Berührung da und schaut mich an und sagt, auf dich habe ich gewartet. Du bist es. Und ich, wie?
Ich bin's. Ich meine, das war ein Laden für Tiergeräte, also ist wie eine Tierhandlung. Und der hat mich dann mitgenommen in so einen Raum, der war dann sehr spirituell eingerichtet mit Steine und ein Buddha und was weiß ich. Und da saß war ein Stuhl. Und dann hat er gesagt, ob ich da Platz nehmen kann. Und dann hat er nochmal gesagt, auf dich habe ich gewartet, du bist das Medium der neuen Zeit und ich öffne dir jetzt dein drittes Auge. Und das war auch noch bevor du eben noch diese Stimmen gehört hattest. Genau, Ne? Das ist genau, davor passiert. genau. Und was ist dann passiert? Es hat mir unglaublich wehgetan. Also es war, als wenn jemand ein Feuer entzündet hätte auf meiner Stirn. Ja. Es war sehr unangenehm. Und ja, also, aber das war dann tatsächlich so, dass der etwas in mir initiiert hat, was mich dann in meiner Hellsichtigkeit, also ich war vorher schon hellsichtig, aber mit dieser Hellsichtigkeit, das war dann nochmal anders. Was war dann plötzlich anders?